Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video bauen wir uns einen Frästisch. So, mein Plan ist es, diese Fräse, also die Makita-Oberfräse, die ich habe, hier unten drunter zu bekommen, damit man hier halt dann fräsen kann. Und dazu habe ich hier halt eine Platte, die kommt hier rein, weil ich habe hier Platz. Die kommt dann hier rein und die muss dann später nur bündig mit dem Tisch sein. Und bevor wir das alles machen, müssen wir die jetzt erstmal auf die Länge zuschneiden. So, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich die Länge ausgemessen habe, naja, ganz einfach. Ich habe halt hier geschaut, hier, dass ich halt hier bis zum Anschlag gehe, also bis zu der Kante. Dann ist das Brett so. Und hier habe ich halt geguckt, weil bei dem Anschlag ist auf der Unterseite, ist hier der Stopp. Der geht einmal komplett durch. Das heißt, ich kann bis maximal da das Holz hinmachen. Und das ist halt hier, in meinem Fall ist es halt hier und bis dahin habe ich auch das Holz gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen mehr, das schneiden wir einfach später alles weg. Und dann würde ich jetzt sagen, fräsen wir erstmal die Platte, dass die hier bündig ist mit der Oberfläche und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach 20 Minuten Fräsen bzw. Schneiden passt die Platte jetzt hier schön rein. Ist auch bündig. Ich sag's mal so, fast bündig, nicht 100%ig. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, da ist es zu tief, weil hier bleibt der hängen. Also ihr seht, im Groben und Ganzen passt es. Natürlich bleibt der ein bisschen hängen. Aber das liegt jetzt auch an der Platte, die ist hier ein bisschen übertrieben gesagt, die macht den da. Aber für meine Verhältnisse passt das schon. Und dann können wir jetzt uns an den nächsten Schritt wagen. Und zwar, damit wir später den Anschlag auch mal bis rüber schieben können und den auch später zum Fräsen benutzen können als Anschlag, müssen wir hier noch weiter ausfräsen, damit man den dann da drüber schieben kann. Und das ist auch eigentlich ganz einfach. Bei meinem Anschlag ist es jetzt hier so, dass jetzt hier so eine, ihr seht es nicht, hier, dass es jetzt hier so eine Aussparung ist. Und die müssen wir einfach jetzt hier nur übertragen und dann da ausfräsen. Und auf der anderen Seite ist es auch das gleiche. Da müssen wir dann hier diese Aussparung ausfräsen. So, nach einer Stunde Fräsen oder Sägen, wie man es nennen möchte, ich habe es ja mit der Tischkreissäge gemacht, passt die Platte jetzt. Ich kann den Parallelanschlag hin und her schieben. Und dann kommen wir eigentlich jetzt schon zum letzten Schritt, und zwar möchte ich die Fräse von oben so einlassen, damit ich die mal rausnehmen kann, um halt auch mal per Hand zu fräsen. Und da habe ich mir überlegt, beziehungsweise habe ich abgeguckt vom Holzbastler,
Dann nehme ich mir jetzt hier so eine Platte, die schneide ich mir rund aus und die mache ich hier oben drauf. Das ist jetzt nur mal zum Zeigen, das ist eigentlich viel zu dünn, ich nehme da schon was Dickeres. Die kommt dann hier oben drauf. Dann zeichne ich mir hier in der Mitte, zeichne ich mir halt hier die Mitte an und bohre dann hier ein Loch und fräse es dann außenrum noch einmal drauf, damit ich dann dieses ganze, also dieses Holz halt hier, dann so einlassen kann. Und das machen wir jetzt. So, Deli, dann sind wir jetzt eigentlich schon fast fertig. Für die Leute, die Maße wollen, ich habe jetzt hier ein Loch von knappen 11,5 cm und meine Platte, die ich gemacht habe für die Makita-Oberfräse, die hat knappe 12,5, also sind es 12,7 cm bei mir. Und jetzt kommen wir dann schon eigentlich zum letzten Schritt. Wir müssen jetzt hier eine Vertiefung einfräsen, damit die Fräse dann später da so reingesetzt werden kann, damit die halt nicht durchfällt. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Um jetzt solche Vertiefungen zu fräsen, kann man einmal diesen Fräser hier benutzen. Den habe ich aber leider nicht. Und bei der Makita-Oberfräse war halt das Ding dabei und mit dem kann ich einen ganz normalen Nutfräser benutzen. Das müssen wir jetzt hier dran bauen. Ah, jetzt fällt mir gerade auf, die Platte muss wieder ab, weil sonst bekomme ich das Ding da nicht dran. Mist. Egal. Okay, dann habe ich das Problem jetzt auch gelöst. Ich benutze, wie gesagt, einen ganz normalen Nutfräser. Welche Größe benutzt ist, spielt keine Rolle. So, als erstes stelle ich mir hier die Höhe ein natürlich, wie tief ich fräsen muss. Da gehe ich ganz knapp. Also ich nehme nicht die volle, sondern ich gehe ganz knapp unten drunter. Stelle ich mir das fest. Okay. Und als nächstes nehme ich mir hier das Ding halt. Das spanne ich mir jetzt hier erstmal ein. Und zwar spanne ich mir das ganz knapp überhalb vom Fräser ein. So. Okay, und jetzt kommen wir zum Einstellen. Ihr müsst von der Kante, also von der äußersten Kante vom Fräser, von hier bei mir, bis zum Kugellager, also bis hierhin, das ist dieser Abstand, den ihr dann später wegtragt, also wegfräst. Und den kann ich halt, wie gesagt, dann hier, kann ich den dann hier so einstellen, indem ich da drehe.
Das Maß muss ich jetzt kurz ermitteln und dann stelle ich das da ein. Okay, kommen wir jetzt zum spannenden Teil. Fräsmaß. Entweder es klappt jetzt alles oder ich fahre mir das komplette Werkstück. Wir werden sehen. Okay, das hatte eigentlich ganz gut geklappt. Wer hätte es auch anders gedacht? Schauen wir, ob das da reinpasst. Herzlichen Glückwunsch. Scheiße. Ich frage mich gerade dezent, was ich falsch gemacht habe. Ich habe hier einen Kreis von 11,4 und hier einen Kreis von 12,65. Und jetzt muss ich doch eigentlich nur den Kreis minus den Kreis nehmen und habe dann 1,2 oder 1,25. Und was habe ich hier? 1,05. Und warum passt das jetzt nicht? Habe ich jetzt einen Denkfehler oder so? Aber ich habe schon eine Idee, was ich mache. Ich mache den Kreis einfach neu. Den muss ich halt jetzt per Hand schneiden, weil mit dem Kreisschneider komme ich nicht mehr größer. Mein Gott. Um jetzt nochmal auf das Thema zu kommen, Fräsen. Ich habe meinen Fehler übrigens gefunden, aber ich werde euch jetzt genau erklären, wie man mit dem da diese Nut hier fräst. Ihr braucht einmal zwei Sachen. Einmal euren Kreis, diese Fräsung außenrum, die denkt ihr euch jetzt bitte weg, und einmal die Einlegeplatte. So, der Kreis beträgt jetzt bei mir 11,4 cm. Diesen Betrag müsst ihr euch merken. Und von der Einlegeplatte, die hat einen Durchmesser von 13,4 cm. Diese Zahl müssen wir uns auch merken. Und jetzt kommt, wir müssen
von der größeren Zahl, also von der Einlegeplatte, da müssen wir den Kreis, hier den da, subtrahieren. Und kommen wir dann bei mir jetzt auf ein Ergebnis von 2 cm. Und jetzt kommt das Ganze. Ihr dürft jetzt nicht hier von der äußersten Kante vom Fräser bis zum Kugellager 2 cm einstellen. Würde hier auch gar nicht gehen. Hier geht maximal nur 1 cm. Und dann fräsen. Denn dann passiert das gleiche wie bei mir. Ich habe jetzt halt 1 cm. Ihr fräst, habt aber dann auf beiden Seiten ja die Fräsung und habt dann hier 2 cm. Bei mir halt jetzt 1 cm. Und hier 2 cm. Zusammen ergibt es ja dann 4 cm. Und dann wäre euer Kreis zu klein. So, was müsst ihr stattdessen machen? Diesen Endbetrag, den ihr halt rausbekommt, also diese 2 cm, die müsst ihr durch 2 teilen. Und dann hier die Hälfte, also was ihr halt rausbekommt, also 1 cm, hier einstellen. Und so fräst ihr dann, habt hier 1 cm, hier 1 cm und zusammen addiert ergibt es 2 cm. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt helfen. Fragen einfach in die Kommentare schreiben und dann geht es jetzt schon weiter mit dem Video. Eine Stunde später. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eigentlich schon vor einer Stunde hätte sein wollen. Der Frästisch ist fertig. Kommen wir nun zum Testen. Wenn ich jetzt mit der Hand fräsen möchte, dann habe ich die Fräse halt hier, fräse so ein bisschen rum. Möchte ich die aber jetzt in den Tisch, kommt das Kabel, das stopfe ich jetzt hier durch. Kommt die Fräse hier rein und dann versenke ich die da. Wenn es gehen würde. Halt. Bei der Makita-Oberfräse muss diese Schraube hier noch raus, sonst geht's nicht. Okay, Versuch 2. Die Fräse kommt hier rein und wird hier versenkt. Boah, wie geil. Die ist jetzt hier auch schön eben überall. Von unten sieht das Ganze dann so aus. Und wenn ich jetzt eine Fräse einspannen möchte, hole ich mir die Fräse hier wieder raus. Baue den Korb hier ab. Stelle mir die da hin. Spanne den Fräser ein. Montiere den Korb wieder. Beziehungsweise stelle sie halt hier oben dann schon ein. Von der Höhe. Mache sie wieder hier rein. Und kann fräsen. Möchte ich jetzt aber eine Nut fräsen, hole ich mir halt hier diesen Parallelanschlag rüber, deswegen auch hier diese Nuten hier auf beiden Seiten, damit ich halt den Parallelanschlag hier benutzen kann. Schiebe den mir so weit hin, wie ich ihn brauche und fräse. Und für was brauche ich jetzt eigentlich so einen Frästisch? Naja, ganz einfach. So ein kleines Ding kann man nur an einem Frästisch fräsen. Weil wenn ich jetzt die Fräse in der Hand habe, naja, kann ich halt hier aufsetzen, aber wo soll ich das Werkstück dann noch festhalten? Da ist halt kein Platz mehr. Und deswegen halt der Frästisch, damit ich halt dann solche kleinen Hölzer, wenn ich jetzt hier eine Nut rein haben möchte, schiebe ich das halt hier drüber und habe eine Nut drin. Und so kleine Hölzer bitte nicht mit der Hand führen, weil sonst die Finger dann ab sind, sondern immer ein Opferstück nehmen und dann drüber führen. Da baue ich mir aber dann auch noch so, wie nennt man die, so Schiebestöcke. Und was lernen wir jetzt aus dem Video? Wer die Möglichkeit hat, so einen Frästisch zu bauen, der soll es machen.
denn ein Frästisch, der ist so vielseitig einsetzbar. Das macht so viel Spaß, mit dem zu fräsen, und es ist auch einfach. Sprachen lernen, Babbel. Es ist auch einfacher, mit dem Frästisch zu fräsen, als wenn ich jetzt mit der Hand fräse. Und dann darf ich schon wieder Danke sagen fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann halt nicht. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann auch gerne mal ein Abo. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Servus.